Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Tasmanian Tiger, das Base Carrier System. Wir haben uns heute mal das TT Base Carrier System von Tasmanian Tiger vorgenommen. Haben wir euch schon mal ganz kurz und schnell auf der IWA 2022 vorgestellt. Sehr, sehr cooles modulares System, mit dem ihr draußen unterwegs sein könnt und das so aufbauen könnt, genauso wie ihr es braucht. Gerade im Buschkraftbereich sehe ich da auf jeden Fall viel Potenzial, aber auch natürlich bei der Jagd oder aber auch, wenn ich jetzt nur mal rein die Kraxe betrachte, auch im taktischen Sektor. Was hier genau aber im Detail mit dabei ist und wie die Sachen zusammen funktionieren und vor allem wie sie zusammen aussehen und was sie können, das zeigen wir euch jetzt im Einzelnen. Fangen wir mit dem Kernsystem an. Das ist hier natürlich das Tragesystem. Ihr kennt ja vielleicht alle die Tasmanian Tiger Tatonka Lastenkraxe. Die hat hier ein Alu-Tragegestell mit einem Bügel. Bei diesem System hier beim Base Carrier hat man gesagt, okay, ich möchte noch ein bisschen ein schlankeres haben. Ich habe ja jetzt schon als Hersteller das große System und hier habe ich jetzt einfach noch mal ein kleineres, mit dem ich einfach noch mal modularer arbeiten kann, auch abgestimmt hier auf die ganzen neuen Komponenten. Ihr habt hier ungefähr 65 cm in der Höhe und 35 cm in der Breite. Tief ist das Ganze logischerweise nicht. Man hat hier ungefähr 5 cm mit der Polsterung. Das war's schon. Ansonsten vollflächig Molle hier auf der Frontseite. Das heißt, auch wenn ihr nicht mit diesen ganzen Taschen arbeitet, wie ich es ja am Anfang schon gesagt habe, im taktischen Sektor, wenn ihr sagt, okay, als Breacher, um hier schwere Ausrüstung wie ein Trennschleifer oder eine Türramme, Einmann-Türramme zu befestigen, das wäre hier auf dem System ohne weiteres machbar. Der Pack kommt hier mit 4 Riemen, einmal 2 vertikale und nochmal 2 horizontale. Die habe ich jetzt hier gerade mal an der Seite aufgemacht. Zusätzlich hat er natürlich überall hier an den Seiten ganz viele Laschen, um die Straps alle einhängen und umsetzen zu können vor allem. Das geht auch extrem schnell. Wenn man sich das bei anderen Herstellern anguckt, ist das wirklich eklig. Bei TT ist es einfach nur hier das Ganze kurz zusammendrücken. Einmal kurz zusammendrücken und damit kann ich das Ganze hier schnell lösen. Das geht natürlich, ich mache es nochmal hier oben, da habe ich dann ein bisschen mehr Luft. So, jetzt seht ihr auch, das geht wirklich schnell. Damit habe ich dann ganz schnell die Gurte umgesetzt, wo ich sie auch brauche. Die haben auch eine relativ hohe Tragelast, also auch selbst wenn sie offen sind, halten sie noch was. Aber natürlich idealerweise schließt ihr das Ganze, um den optimalen Effekt zu erreichen. Und oben habt ihr nochmal einen Tragegriff. Das ist eigentlich schon die Außenseite. Das ganze System wiegt, so wie es hier zu sehen ist, 2,5 Kilo. TT setzt hier auf das X1 Plus Tragesystem, ist hier für den Rücken natürlich in der Höhe verstellbar. Das Ganze dick gepolstert im oberen Bereich, hier im unteren Bereich nur ein bisschen dünner gepolstert. Schöne, weite, lange Hüftflossen, die relativ weit nach vorne gehen, auch dick gepolstert, wirklich 2 bis 3 cm Polsterung. Hier am Hüftgurt Daisy Chain, um nochmal Ausrüstung sichern zu können anstelle von Molle, also auch hier wieder schön schlank gearbeitet. Und der Hüftgurt lässt sich auch komplett entfernen. Das ist vor allem dann interessant, also nicht nur als Breacher, wenn ihr sagt, okay, ich habe einen Plattenträger und trage das dann mit meiner Breacher-Ausrüstung oben drauf, sondern auch gerade im Bushcraft-Bereich, wenn ich sage, ich will jetzt hier das Ganze umbauen, ja, kann ich hier einmal unten aufmachen, kann hier den Beckengurt rausnehmen. Das zeige ich euch gleich, wenn wir dann eine andere Bauweise umbauen und kann dann hier ohne Hüftgurt arbeiten und das Ganze dann auch so nutzen. Und das geht relativ fix, wenn ich hier 2 Hände zur Verfügung habe, um das Ganze dann auch umzusetzen. Bei den Schultergurten, wie üblich bei TT, anatomisch vorgeformt. Hier nochmal elastische Schlaufen für Trinkschläuche, ein höhenverstellbarer Brustgurt und hier nochmal Umlenkrollen, um die Größe justieren zu können. Das ist eigentlich schon alles, was der Carrier zu bieten hat. Ist natürlich, weil er das Kernstück ist, nicht viel, aber er kann natürlich viel bieten, wenn ich hier die anderen Module dazu nehme. Deswegen zeigen wir den euch jetzt auch nicht am Mann, sondern erst, wenn wir die einzelnen Module hier behandeln. Da machen wir nämlich hier gerade mal weiter mit dem Panel. Das ist ein ganz simples Laminatpanel aus 700D Cordura, oben mit Lasercut-Molle und natürlich hier auch Befestigungsgurten. Und das ist dafür gedacht, wenn ich hier in Kombination mit der Kraxe zum Beispiel größere Lasten transportieren will. Das heißt, das ganze System hänge ich einfach ein, so wie ich das brauche. Ich habe hier unten zum Beispiel G-Hooks, da kann ich das einmal hier unten einhängen schon mal. Und dann kann ich, je nachdem, was ich damit transportieren möchte, auswählen, welche Fixpunkte ich noch an der Oberseite nutze. Ich habe jetzt einfach mal die Standardgurte so dran gelassen, wie sie waren. Ich nehme jetzt mal hier als Beispiel einen
Kanister. Das wäre jetzt so ein typisches Bushcraft-Ding. Ich schleppe, na Bushcraft vielleicht nicht mit dem Kanister, aber ein typisches Camp-Bau-Ding oder Survival-Ding. Ich habe einen Wasserkanister, muss Wasser von A nach B transportieren. Möchte das natürlich nicht in der einen Hand tragen, sondern auf dem Rücken und kann dann hier den Kanister mit nutzen. So, den könnt ihr jetzt natürlich auf verschiedene Weise tragen. Ihr könnt jetzt sagen, okay, ich lasse jetzt das Panel unten beginnen. Ja? Oder ich ziehe das Ganze so an, dass der Kanister höher sitzt, damit das Panel in so einer Diagonale sitzt. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Ich mache es jetzt einfach mal so, dass das Panel unten gerade wie der Kanister ist. Und dann seht ihr auch schon, das Panel ist von der Länge her hier fast genau bis oben hin. Also das passt eigentlich ideal. Und jetzt kann ich mich daran machen, die Fixpunkte an den Seiten festzumachen. Das heißt, ich tue das jetzt hier einmal auf der Seite einhängen. Das machen wir jetzt auch mal alles in Echtzeit, damit ihr einfach mal seht, wie schnell das geht. Ja, weil das ist, normalerweise wäre das jetzt so ein Punkt, wo ich im normalen Leben sagen würde, okay, jetzt spulen wir mal schnell vor und lassen das mal schneller laufen. Aber ihr seht, das geht wirklich sehr zügig. Und dann hat man hier schon die eine Seite komplett eingehangen. Das machen wir jetzt einmal noch auf der anderen Seite. Einmal das Ganze drehen, einhängen. Seht schon, mit links bin ich nicht so schnell, aber auch das geht, wenn man einmal durchgekommen ist. Ich wechsle auf rechts, geht doch besser. So. Zweiter. Und der dritte. Und damit ist der Kanister schon mal grob gesichert. Ihr habt es gesehen, ihr habt jetzt hier unten noch mal neben den beiden eigentlichen Haken noch mal die langen Haken. Die kann ich jetzt hier einhängen. Da habe ich jetzt noch die anderen drin. Da muss man auch auf jeden Fall die Originalgurte vorher rausnehmen, denn sonst wird das zu eng in der Schlaufe mit 2 Schnallen. Also hier noch mal für euch vorne die beiden Schlaufen, hier die beiden langen Schlaufen. Die hake ich jetzt hier einmal ein. Ziehe sie dann entsprechend an. Den Kanister noch mal nachrücken. War jetzt sogar ein bisschen zu straff das Ganze. So, perfekt. Dann das Ganze noch hier. Wieder anziehen. Fertig. Jetzt habe ich schon mal das Ganze so, dass es eigentlich nirgendwo mehr hin kann. Das heißt, die oberen Straps könnte ich mir jetzt im Endeffekt komplett sparen. Kann jetzt aber auch sagen, okay, der Vollständigkeit halber hänge ich die jetzt einfach mal hier oben ein. Und dann haben wir das ganze System hier perfekt befestigt. So. Die Gurte haben hier auch noch mal Klettorganizer, um das Ganze hochrollen zu lassen. Das spare ich mir jetzt auch. Lege das einmal um. Die Straps, die ich nicht verwendet habe, packe ich rein, die oberen. Und unten könnte ich jetzt noch hergehen, wenn ich denn lustig bin. Die Originalstraps, die bei der Kraxe mit dabei sind, die könnte ich jetzt auch noch mal nehmen, wenn denn mir das alles nicht sicher genug ist. Und die hier noch mal außen rum führen. Und dann auch noch mal hier zusätzlich sichern. Also da kann nirgendwo mehr was hin. Da fehlt auch tatsächlich dann bei so einem Kanister oder auch bei einem Stapel Holz nicht irgendwas wie diese Alu-T-Strebe oder L-Strebe besser gesagt, sondern man kann das hier wirklich alles so organisieren, dass es perfekt passt. Als nächstes haben wir für euch das Frontside-Pouch-Set. Eine Tasche habe ich hier nebendran, die ist leer. Die zweite hängt hier schon vorgepackt unten dran. Kommt als Set mit je 23 Liter Volumen, also insgesamt 46 Liter Volumen. Ihr habt hier eine Höhe von 60 cm, eine Breite von ca. 20 cm, eine Tiefe von 17 cm. Und verwendet wird hier 420er HD Nylon, im unteren Bereich verstärkt durch 700er Cordura. Die Taschen können hier entweder, wie ihr seht, mit dem Panel zusammen benutzt werden oder ihr nutzt es nur mit dem Frame alleine oder auch mit dem Pack. Da gibt es verschiedene Varianten, zeige ich euch jetzt. Die werden dann einfach hier an den Seiten eingehängt, können dann hier rangezogen werden, nochmal zusätzlich beladen werden. Und wenn dann der Hauptbereich leer ist, kann ich die dann auch wieder hochklappen. Zeige ich euch auch gleich. Aber erstmal gehen wir uns die Tasche im Detail noch anschauen. Auf der Front habt ihr rechts und links Daisy Chain, um nochmal Ausrüstung zu sichern. Das ganze System lässt sich hier mit einem doppelten Zipper komplett öffnen.
Oben ist nochmal ein Fastex-Verschluss plus Klett. Der ist hier auch nochmal mit einem Blindstück ausgenutzt, wie nennt man das, ausgebremst quasi. Kann ich das hier entweder damit betreiben oder mit dem Fastex-Verschluss. Dann hätte ich es leise oder schnell, wie auch immer ich das möchte. Und kann das Ganze natürlich auch, wie ihr eben gesehen habt, zulassen, um dann hier mit dem Reißverschluss von der Seite zuzugreifen. Und damit ihr auch nicht beide aufmachen müsst, kann man hier die Reißverschlüsse auch trennen. Das heißt, ihr habt nur eine Seite, die aufgezippt wird und kann die dann hier aufziehen oder ihr zieht sie beide auf einmal auf. Sehr cool gelöst. Auf der Rückseite habt ihr auf der einen Seite fix verbaut die Haken, um das Ganze am Frame oder am Pack zu befestigen. Dann habt ihr hier nochmal Fixpunkte, um zum Beispiel mit Shockcord arbeiten zu können, weil hier ist auch nochmal ein elastischer Einschub, um hier Trinkblasen einsetzen zu können. Oben habt ihr nochmal einen G-Hook, um die Seitentasche, wenn sie schwer beladen ist und in der Mitte am Pack ist, nochmal sichern zu können. Ein Trinkblasenausgang, ein Trinkschlauchdurchgang für die Trinkblase. Die kann nämlich hier auch im Hauptfach untergebracht werden. Dazu machen wir das Ganze einmal auf, damit ihr auch mal das Ganze von innen sehen könnt. Drehen wir es von links nach rechts, von rechts nach links, so rum. So sieht das Ganze aus. Auf der Innenseite auch hier wieder schön gelöst an den Seiten, Laschen, um mit Shockcord arbeiten zu können, 2 Streifen Klett, um Gegenstände fixieren zu können, die typische TT-Trinkblasenaufhängung, das heißt eine Lasche und eine kleinere Lasche nochmal, eine elastische Lasche, Klettlasche, und hier der Rücken ist hier auch nochmal leicht verstärkt, das heißt die Tasche hat eine ganz kleine Eigenstruktur und hier wie gesagt der Durchlass für den Trinkschlauch. So, dann hauchen wir dem Ganzen hier noch mal ein bisschen Leben ein, dass die auch gleich voll ist. Dazu haben wir hier eine schlecht gepackte Isomatte. Also ihr kriegt hier mehr rein als eine Isomatte. Aber wir wollen ja, dass es schön voll aussieht jetzt erstmal. Deswegen haben wir die ein bisschen drapiert. So, einmal zu, zweimal zu und ganz zu. So sieht die Tasche dann auch komplett vollgepackt aus. Ja, also die Seite habe ich jetzt hier schon eingehängt. Was ich dazu vorbereitet habe, ich habe hier den mittleren Strap von dem Panel habe ich entnommen oder habe ihn quasi hier lose hängen, habe ihn hier versorgt, habe dort dann das Modul eingehängt und habe die beiden langen Straps, die normalerweise vertikal am Pack sind, habe ich jetzt genommen, um die horizontal über alles drüber zu spannen. Weil die hole ich mir jetzt hier. Und damit kann ich die jetzt hier auf der Seite am Pack befestigen. Und damit habt ihr dann das Seitenmodul hier gesichert mit der Ladung an der Seite. Und hier käme jetzt noch die andere Tasche dran. Das bauen wir jetzt einmal dran für euch, damit ihr dann auch mal seht, wie das Ganze aussieht, wenn ich die Ladung in der Mitte entferne. Also ihr seht schon, wenn ich mich jetzt mal dahinter stelle, das gibt schon eine amtliche Breite. Ja, also in der Konstellation würde man natürlich jetzt nicht unbedingt lange unterwegs sein. Aber das hätte natürlich den Charme, dass wenn ich was transportiere, trotzdem noch hier in der Lage bin, einen Schlafsack oder ein bisschen Kleidung oder auch ein bisschen Grundversorgung wie Lebensmittel und Trinkwasser mitzuführen. Jetzt wäre natürlich das Interessante, was passiert, wenn ich in der Mitte den Pack rausnehme, also beziehungsweise den Kanister rausnehme und die Sidewings einfahre. Das heißt, ich mache hier oben einmal die Haken auf und nehme mal den Kanister raus. So, dann seht ihr, das Panel kann man jetzt eigentlich flach zusammenfalten. Und jetzt lassen sich hier die beiden Seitentaschen natürlich nach vorne klappen. Jetzt kann ich hier auch die Kompressionsgurte massiv nochmal nach innen spannen. Und dann habe ich hier mein System, was jederzeit ausgeklappt werden kann, um erweitert zu werden. Und hier habe ich jetzt noch hinten, wie ich es ja schon vorhin erwähnt habe, die G-Hooks. Und die kann ich jetzt zum Beispiel nehmen und hier oben am Pack einmal einhaken. Ja, das heißt, ich habe jetzt das Ganze nicht nur über die Kompressionsriemen gesichert, sondern auch noch mal nach oben hin gesichert. Natürlich könntet ihr jetzt auch hergehen und sagen, okay, der Look gefällt mir nicht so oder ich will das Ganze jetzt anders haben. Könnt ihr natürlich auch jetzt hier drüber noch mal das Panel spannen. Oder ihr sagt, ihr macht hier noch mal on top eine Jacke oder einen Schlafsack oder sonst irgendwas hin und packt das Panel dann dahin. Also die Möglichkeiten mit dem Panel und diesen beiden Seitentaschen, die sind wirklich ja, massiv.
Natürlich könnt ihr die Seitentaschen auch mit dem Base Carrier Pack benutzen. Also hier habe ich jetzt die Kraxe stehen und die Frontflap und habe jetzt nur die Seitentaschen an dem Pack gebaut. Aber auch da wieder, es wird sehr breit, sehr unangenehm zu tragen. Aber um das Volumen mal kurzzeitig zu erhöhen, wäre das auf jeden Fall möglich. Der Pack hat dazu hier auch wieder ähnlich wie die Kraxe Aufnahmen, um das Ganze einzuhängen. Und ihr seht, es sind auch noch mehr Aufnahmen vorhanden, um zum Beispiel dann auch zu sagen, okay, ich will jetzt nicht die Frontpouches hier nur an den Fixpunkten aufnehmen, sondern ich will hier wirklich nochmal einen Komprimierungsgurt komplett drumherum legen. Also auch das wäre möglich. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht, damit ihr seht, so geht es relativ fix und so hat man es auch relativ fix wieder weggebaut. Jetzt behandeln wir den Carrier Pack nochmal ohne die Seitentaschen. Der Base Carrier Pack 65, wie der Name schon sagt, 65 Liter, ca. 1,1 Kilogramm Leergewicht. Das liegt daran, dass er kein Tragesystem hat, kommen wir gleich zu. Hat hier ungefähr Maße von 70 cm in der Höhe, 30 cm in der Breite und ungefähr 24 cm in der Tiefe. Auf der Unterseite klassische Smolle. Auf der Front Lasercut-Molle, an den Seiten Daisy Chains, um Ausrüstung zu sichern. An den Seiten auch wieder Lasercut-Molle. Deckel auch Lasercut-Molle. Die Rückseite sehr schlicht gehalten. Man hat hier eine Einlage, also ein Polymer-Sheet, was dem Ganzen ein bisschen Struktur gibt. Also wenn ihr sagt, okay, ich bin mit dem Frame und dem Pack unterwegs und will jetzt mit dem Pack solo in die City zum Einkaufen gehen und habe jetzt nur, ich sag mal, Klopapier und Küchenrolle, dann könnt ihr da natürlich ohne weiteres hier von dem Frame die Tragegurte hier dran bauen und ab dafür, weil ein Beckengurt ist mit dabei, so wie er hier ist, kommt er. Ja? Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt größere Lasten zu tragen, dann würde ich euch schon empfehlen, auf jeden Fall auch hier wieder das Ganze auf das Frame zu bauen. Aber die Option besteht, das Ganze auch solo nutzen zu können. Da habt ihr wirklich einen sehr, sehr leichten Rucksack, 700 Decodura, auch relativ robust, viele Anschlagpunkte. Ja, was bietet uns der Pack noch? Schauen wir einmal rein. Klettfeld natürlich hier vorne, darf nicht fehlen. Dann im Modular Style Pack ein umlaufender YKK YKK Zipper. YKK YKK Zipper. Ein YKK Zipper Whistle 10 mit abschließbarem System. Das heißt, auch wenn ihr Wertsachen habt, könnt ihr das Ganze hier sichern. Das Ganze geht hier einmal komplett auf über die ganze Front und da passt wirklich, wie ihr sehen könnt, sehr, 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 sehr viel rein. 65 Liter insgesamt. Und dann habt ihr hier im Inneren auch das typische Modular Pack Design. Das heißt, schön Lasercut Molle bzw. Klett Lasercut Molle auf der Rückseite und an den Seiten, wo ihr entweder Molletaschen oder Kletttaschen anbringen könnt. Natürlich auch wieder Trinkblasen, Aufhängung und hier an den Seiten rechts und links Durchlässe für den Schlauch, um das Ganze dann auch zu fixieren. Und hier auf der Flappenseite auch nochmal ein großes Stück Klett, um Organizer anzubringen. Und hier im oberen Bereich eine kleine Mesh-Tasche. Sonst hat das Hauptfach nichts zu bieten, aber das ist genauso, wie wir es wollen. Super simpel, super schön, leicht vor allem. 1 Kilo ist wirklich nichts, um da einen 65 Liter Rucksack zu haben, der für leichte Sachen ideal ist. Perfekt gelöst. Hier haben wir noch ein dubioses Klett, das wollte ich gerade noch mal untersuchen, aber ich vermute, ja, richtig vermutet, dieses Klett hier ist dann noch mal, wenn ich den Schultergurt umbaue vom Pack. Das heißt, ich nehme jetzt hier mein Frame, kann hier einfach hergehen, da den Schulterbereich herausnehmen. Muss natürlich dann auch oben die Lastenkontrollriemen einmal trennen. Die sind ja auch hier mit angebracht. So. Heute will die Schnalle nicht so, wie ich will. Jetzt, okay. So, und dann habt ihr schon mal den oberen Bereich abgezippt und den unteren Bereich müsst ihr auch einmal komplett trennen. Da haben wir zuerst ganz schön gesucht und gesagt, wie geht denn das? Wie kriegen wir das darüber? Das ist doch hier fix dran an dem Beckengurt. Ja, es ist noch mal ein Satz Unterteile von diesem 25 mm Gurtband vorhanden im Lieferumfang. Die ist dann im Rucksack drin und damit könnt ihr dann hier das ganze System einmal umbauen. Ihr könnt natürlich auch den Beckengurt hier umbauen, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Dazu einfach hier das Pad aufmachen, rausnehmen
Ich mache es einmal kurz, dass ihr auch die Aufnahmen gesehen habt von den Alustreben. Weil die kann man nämlich hier, wenn ihr das mal seht, wenn wir das hier rausziehen einmal. Ich glaube, wir müssen es noch ein bisschen lösen hier vorher, sonst kriegen wir das nicht raus. Der ist zu sehr unter Spannung. So. Genau. So sieht das Ganze dann aus, wenn der Beckengurt abgenommen ist. Und hier sind die typischen TT-Alustreben drin, die ihr schon vorgeformt habt, die ihr auch dann nochmal, wie ihr es braucht, von der Form einstellen könnt. Und zusätzlich hier, ich mache es einmal auf, dann zeige ich es euch. So. Zusätzlich habt ihr hier nochmal eine kleine Klettgarage, wo ihr die Alustrebe dann versorgen könnt, wenn der Beckengurt abgebaut ist, um das ganze System dann ohne zu nutzen. Aber all das brauchen wir jetzt gerade nicht, denn wir wollen ja jetzt hier den Pack umbauen. Das geht dann auch ganz simpel. Beckengurt ist ja bereits vorbereitet. Jetzt brauche ich nichts weiter tun, als hier den Schultergurt zu nehmen, hier wieder einzuschlaufen in die Schlaufen. Genau dasselbe System wie auch beim großen Pack. Nehme ich das, schiebe das hier einmal ein, von oben und von unten. So, einmal für euch zum Gucken. Ist das eingeschoben. Und dann kann ich hier den Klett nochmal verschließen. Und damit ist dann der Gurt fest. Habe dann hier nochmal Fixpunkte für die Lastenkontrollriemen. 1. Andere Seite. Und 2. Und jetzt verbinden wir das Ganze nochmal unten und schon habt ihr einen vollwertigen Tagesrucksack, der zwar nicht viel Last tragen kann, aber euch immerhin 65 Liter Volumen bietet. Und das ist doch schon sehr amtlich, muss man sagen. So, zweite Seite. Zick, zack, zack, zick. So. Und so sähe das ganze System dann aus. Wie ihr sehen könnt, ihr habt eine Übertragung hier, eine ganz minimale durch das Framesheet. Aber wie ich schon erwähnt habe, leichte Lasten, mehr ist hier nicht drin. Und hier haben wir nochmal für euch die sexy Konfiguration. Pack und Frame vereint, wie es gehört. So sieht das Ganze aus. Eigentlich wie ein Modular Pack, nur auf Steroide, nämlich Schwerlastsystem und 65 Liter. Sehr, sehr cool. Könnt ihr jetzt entweder mit einem Kompressionsriemen betreiben oder mit mehreren oder mit gar keinen, je nachdem wie viel Ladung ihr habt. Ihr seht, der Pack ist jetzt hier an den Seiten mit den Schnallen befestigt. Der kann jetzt hier oben nochmal zusätzlich mit den Lastenkontrollriemen. Noch habe ich die nur am Frame. Die könnte ich jetzt aber auch hier oben anhängen. Ich könnte den Pack auch noch ein bisschen runterhängen. Ich könnte auch nur mit den Kompressionsriemen arbeiten, um dann sozusagen zwischen Frame und Pack nochmal eine Lücke entstehen zu lassen, um zum Beispiel ein Langwaffensystem einpacken zu können. Es gibt nämlich hier auch nochmal eine Art Köchersystem für Langwaffen, das dann genau dafür gedacht ist. Kann ich dann unten reinbauen oder auch mit dem Panel benutzen. Aber das wäre natürlich auch hier mit dem Pack nutzbar. Einfach unten drunter bauen, Pack oben drüber, Waffe gesichert. Ideal, um längere Touren mit Ausrüstung und Bewaffnung zu machen. Und das alles mit dem ultra geilen X1 Tragegestell. Sehr, sehr coole Kombination, gefällt uns sehr, sehr gut. Das war die Vorstellung des TT Base Carrier Systems. Wir finden, es ist echt ein ultra cooles System, mit dem ihr extrem viel anrichten könnt, wenn ihr euch hier auf die richtigen Komponenten eingeschossen habt. Die sinnvollste Variante auf jeden Fall ist der Carrier mit der Flap zusammen. Und wenn ihr sagt, okay, ich will da noch ein bisschen modularer unterwegs sein und will auch noch mal einen Pack haben, um dann noch mal Ausrüstung unterzubringen, dann könnt ihr hier auf den Pack und die Seitenteile mit zurückgreifen, um das Ganze noch weiter auszubauen. Ihr bekommt die Sachen schon bald überall dort, wo es Produkte von Tasmanian Tiger zu kaufen gibt. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr zum System? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer liken, Abo, Glocke. Schaut auch mal in unserem Shop vorbei. Das würde uns auf jeden Fall unterstützen und weiterhelfen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.